Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute sprechen wir über ein sehr wichtiges Thema, den Tagesablauf. Ja, genau. Wir erzählen euch, wie unser typischer Tag aussieht. In dieser ersten Folge sprechen wir über den Morgen. Ihr könnt neue Wörter lernen, einfache Sätze hören und typische Ausdrücke üben. Alles in leichtem Deutsch, damit ihr besser versteht. Also, los geht's. Mein Morgen beginnt meistens sehr früh. Ich wache um 6 Uhr auf, weil ich gerne genug Zeit habe. Zuerst bleibe ich noch ein paar Minuten im Bett. Ich schaue aus dem Fenster und atme tief. Das macht mich ruhig. Danach stehe ich auf. Oh, das klingt entspannt. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich wache um 6:30 auf, aber ich bleibe oft zu lange im Bett, weil ich müde bin. Dann muss ich mich schnell fertig machen. Ich springe aus dem Bett und gehe sofort ins Badezimmer. Verstehe. Ich gehe auch ins Badezimmer, aber zuerst trinke ich ein Glas Wasser. Das ist meine kleine Routine. Im Bad wasche ich mein Gesicht und putze mir die Zähne. Dann fühle ich mich frisch und bereit für den Tag. Bei mir ist Kaffee das Wichtigste am Morgen. Ohne Kaffee bin ich wirklich nicht wach. Ich mache mir eine Tasse starken Kaffee und manchmal esse ich dazu ein kleines Brötchen mit Marmelade. Ich esse meistens ein gesundes Frühstück, zum Beispiel Joghurt mit Obst oder Haferflocken. Das gibt mir Energie. Manchmal trinke ich auch Tee, aber meistens nur Wasser. Kaffee trinke ich nur selten, weil er mich nervös macht. Interessant. Also, bei mir ist es genau anders. Ohne Kaffee geht gar nichts. Nach dem Frühstück ziehe ich mich an. Ich wähle etwas Einfaches, oft Jeans und ein T-Shirt. Ich überlege manchmal länger, was ich anziehe, aber wenn ich arbeiten muss, wähle ich schnell etwas Praktisches. Bevor ich gehe, kontrolliere ich immer meine Tasche, Handy, Schlüssel, Geldbeutel. Ich möchte nichts vergessen. Ja, das kenne ich. Ich vergesse oft etwas. Manchmal meinen Regenschirm oder meine Kopfhörer, dann ärgere ich mich den ganzen Tag. Ja, das passiert jedem. Was machst du noch am Morgen, bevor du das Haus verlässt? Wenn ich genug Zeit habe, höre ich Musik oder Nachrichten im Radio. Das bringt mich in gute Stimmung. Aber leider habe ich oft keine Zeit. Dann muss ich direkt los zur Arbeit. Ich mache manchmal ein kurzes Stretching, nur 5 Minuten. Das hilft mir, wach zu werden und mich besser zu fühlen. Danach gehe ich meistens zu Fuß zur Bahn. Ich mag Bewegung am Morgen. Ich fahre lieber mit dem Fahrrad. So bin ich schneller und bekomme trotzdem frische Luft. Ja, das ist auch gesund. Ich finde, ein guter Morgen ist sehr wichtig. Wenn der Morgen ruhig ist, ist der ganze Tag besser. Da stimme ich dir absolut zu. Ein Morgen mit Stress macht den Tag schwer. Aber wenn man Zeit hat für kleine Rituale, Frühstück, Musik oder Sport, dann ist man motivierter. Genau. Vielleicht können unsere Zuhörer auch überlegen, wie sieht euer Morgen aus? Was macht ihr zuerst? Kaffee oder Tee? Frühstück oder gleich los? Ja, schreibt uns das gerne. Jeder Mensch hat einen anderen Rhythmus. Aber kleine Gewohnheiten machen den Tag schöner. Also, nach dem Morgen beginnt für mich der eigentliche Tag. Ich arbeite meistens von zu Hause und das hat viele Vorteile, aber manchmal auch Nachteile. Am Vormittag setze ich mich an den Schreibtisch, öffne zuerst meinen Laptop und schreibe eine kleine Liste mit den wichtigsten Aufgaben. Ich merke, wenn ich so eine Liste habe, dann bin ich viel ruhiger, weil ich genau weiß, das muss ich machen und das kann ich später machen. Ohne Liste fühle ich mich schnell gestresst. Ich beginne dann mit einer einfachen Aufgabe, weil das mir ein gutes Gefühl gibt, und danach mache ich die schwierigeren Dinge. Bei mir sieht der Tag ein bisschen anders aus, weil ich ins Büro fahre. Ich bin meistens gegen 9 Uhr dort und sobald ich ankomme, gehe ich direkt zu meinem Arbeitsplatz, mache den Computer an und schaue mir alle neuen E-Mails an. Viele Leute schreiben mir Nachrichten und oft sind es kleine Fragen oder kurze Informationen. Manchmal aber gibt es auch Probleme, die ich sofort lösen muss. Deshalb trinke ich dabei schon meinen ersten Kaffee im Büro. Das gibt mir Energie und Konzentration. Ich sage immer, ohne Kaffee läuft nichts bei mir.
Ja, das ist sehr typisch. Ich beginne meinen Tag lieber mit Wasser oder Tee, weil Kaffee mich zu nervös macht. Aber was du sagst, kenne ich auch. Am Vormittag kommen viele kleine Aufgaben und man muss entscheiden, was zuerst wichtig ist. Deshalb mache ich auch kleine Pausen. Wenn ich merke, dass ich zu lange vor dem Bildschirm sitze, gehe ich kurz in die Küche, trinke ein Glas Wasser, bewege mich ein wenig oder öffne das Fenster. Nach nur 5 Minuten fühle ich mich schon besser und kann wieder konzentrierter arbeiten. Das finde ich eine sehr gute Idee. Ich mache auch Pausen, aber manchmal vergesse ich sie. Dann arbeite ich 2 oder 3 Stunden ohne Pause und danach bin ich total müde. In Deutschland sagt man oft, Pausen sind genauso wichtig wie Arbeit. Ich glaube, das stimmt wirklich. Wenn man kurze Pausen macht, ist man am Nachmittag fitter und besser gelaunt. Genau! Und mittags mache ich fast immer eine richtige Pause. Ich koche mir etwas Einfaches, zum Beispiel Nudeln mit Gemüse oder einen Salat. Es muss schnell gehen, weil ich nicht viel Zeit habe. Aber ich finde es wichtig, etwas Warmes oder Frisches zu essen, sonst bin ich am Nachmittag nicht produktiv. Nach dem Essen gehe ich, wenn das Wetter schön ist, ein paar Minuten spazieren. Das ist mein kleiner Luxus. Frische Luft, Bewegung und ein klarer Kopf. Das klingt sehr angenehm. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich gehe mittags meistens mit Kollegen in die Kantine. Dort gibt es immer ein warmes Gericht, oft Suppe, Fleisch oder Nudeln. Manchmal schmeckt es sehr gut, manchmal nicht so gut, aber es ist praktisch. Wir sitzen dann zusammen, reden über private Dinge oder lachen über etwas Lustiges. Ich finde das sehr schön, weil man nicht nur arbeitet, sondern auch ein bisschen Kontakt mit anderen Menschen hat. Ja, das ist ein guter Punkt. Wenn man zu Hause arbeitet, fehlt manchmal dieser Kontakt. Deshalb telefoniere ich mittags oft kurz mit einer Freundin oder schreibe Nachrichten, einfach um nicht alleine zu sein. Das macht den Tag auch leichter. Nach dem Mittagessen arbeite ich weiter, aber am Nachmittag habe ich oft viele Besprechungen. Wir reden über Projekte, Termine und Probleme. Das dauert manchmal sehr lange und ich merke, wie meine Konzentration sinkt. In solchen Momenten sage ich mir, bleib ruhig, Schritt für Schritt. Ich versuche freundlich zu bleiben, auch wenn es stressig ist. Danach brauche ich oft noch einen Kaffee, sonst schaffe ich den Rest des Tages nicht. Bei mir ist es ähnlich, nur dass ich mehr telefoniere als in Besprechungen sitze. Ich telefoniere mit Kunden oder Kollegen und muss immer sehr freundlich sein, auch wenn ich vielleicht müde oder gestresst bin. Das ist nicht immer leicht, aber ich denke mir, positiv spreche, ist das Gespräch besser. Am Nachmittag esse ich manchmal ein Stück Schokolade oder einen Apfel. Das gibt mir Energie. Ich glaube, fast jeder Deutsche hat so kleine Rituale am Nachmittag. Ja, absolut. Bei mir ist es auch so. Ich trinke meistens einen Kaffee und esse ein kleines Stück Kuchen, wenn ich Glück habe und jemand im Büro etwas mitbringt. In Deutschland gibt es die Tradition Kaffee und Kuchen, besonders am Wochenende, aber manchmal auch im Büro am Nachmittag. Das macht den Tag schöner. Ja, das stimmt. Am späten Nachmittag kontrolliere ich meine Aufgabenliste. Ich schaue, was ich schon geschafft habe und was noch offen ist. Wenn ich viele Punkte abhaken kann, habe ich ein gutes Gefühl. Aber wenn noch viel offen ist, schreibe ich die Aufgaben einfach für den nächsten Tag auf. Ich denke immer, morgen ist auch noch ein Tag. Genau so mache ich das auch. Man darf nicht zu streng mit sich selbst sein. Ein Tag ist oft zu kurz für alle Aufgaben und das ist normal. Hauptsache, man bleibt ruhig und organisiert. Nach der Arbeit gehe ich oft noch einkaufen. Ich kaufe Brot, Milch, Gemüse, manchmal auch etwas Süßes. Ich finde, Einkaufen gehört zum Alltag genauso wie Arbeit. Richtig, und ich mache das oft am Wochenende. Aber wenn mir etwas fehlt, gehe ich auch schnell in den Laden um die Ecke. In Deutschland oder in der Schweiz gibt es fast überall kleine Supermärkte. Und man kann jederzeit schnell etwas besorgen. Das finde ich sehr praktisch. Ja, das stimmt. Und wenn ich dann alles erledigt habe, Arbeit, Pausen, Essen, Einkauf, dann denke ich, gut, der Tag war produktiv. Danach freue ich mich immer auf den Abend, weil dann endlich die Zeit kommt, in der man sich entspannen kann. So?
Jetzt sind wir beim letzten Teil unseres Tages angekommen, dem Abend. Für mich ist der Abend immer eine sehr wichtige Zeit, weil ich da endlich Ruhe habe. Nach einem langen Arbeitstag möchte ich nicht sofort ins Bett gehen, sondern ein bisschen entspannen. Meistens komme ich nach Hause, ziehe bequeme Kleidung an, zum Beispiel eine Jogginghose und ein T-Shirt, und mache mir zuerst etwas zu essen. Oft ist es nichts Großes, manchmal nur ein Sandwich oder eine Suppe. Ich finde, das reicht am Abend, weil ich nicht mehr so viel Hunger habe. Danach setze ich mich aufs Sofa, schaue vielleicht eine Serie oder lese ein Buch. Für mich ist es sehr wichtig, dass ich abends langsam abschalte. Ich sage mir oft, der Tag war lang, jetzt brauche ich meine Zeit. Ja, das verstehe ich sehr gut. Bei mir ist der Abend auch ein Moment, um runterzukommen. Wenn ich von der Arbeit zurückkomme, gehe ich zuerst unter die Dusche, weil das für mich wie ein Signal ist. Jetzt ist die Arbeit vorbei, jetzt beginnt der Feierabend. Danach esse ich meistens warm, zum Beispiel Nudeln, Reis oder etwas mit Fleisch und Gemüse. Ich koche gerne selbst, weil es mich beruhigt. Während ich koche, höre ich Musik oder manchmal auch einen Podcast. Das macht mir Spaß und ich habe das Gefühl, etwas Gutes für mich zu tun. Nach dem Essen setze ich mich ins Wohnzimmer, schaue Nachrichten oder einen Film. Für mich ist es wichtig, am Abend ein bisschen Unterhaltung zu haben. Kochen am Abend finde ich auch schön, aber ich mache es nicht jeden Tag. Wenn ich keine Lust habe, esse ich einfach Brot mit Käse oder Tomaten, so wie viele Deutsche es machen. Das nennt man Abendbrot und es ist wirklich sehr typisch. Viele Familien sitzen am Abend zusammen am Tisch, essen Brot, Wurst, Käse und reden über den Tag. Ich finde, das hat etwas sehr Familiäres. Wenn ich alleine bin, schaue ich neben dem Essen manchmal noch auf mein Handy, lese Nachrichten oder schreibe mit Freunden. Aber ich versuche nicht zu lange am Handy zu hängen, weil ich sonst nicht müde werde. Oh ja, das Handy am Abend. Das ist ein Problem. Ich nehme mir auch immer vor, heute schaue ich nicht so lange aufs Handy. Aber dann scrolle ich doch durch die Nachrichten oder soziale Medien und merke plötzlich, es ist schon spät. In Deutschland sagen viele Leute, das Handy klaut die Zeit. Ich glaube, das stimmt. Deshalb versuche ich, spätestens um 10 Uhr das Handy wegzulegen. Stattdessen lese ich manchmal ein Buch oder höre ruhige Musik. Das macht mich entspannter und hilft mir, besser zu schlafen. Das ist wirklich eine gute Idee. Ich habe gemerkt, dass ein kleiner Abendspaziergang auch sehr hilft. Wenn das Wetter gut ist, gehe ich noch 10 oder 15 Minuten raus. Frische Luft macht mich ruhig und ich kann den Tag besser abschließen. Danach komme ich nach Hause, trinke vielleicht einen Kräutertee und mache mich bettfertig. Das ist für mich ein schöner Abschluss. Ich sage mir dann, jetzt ist genug für heute, morgen geht es weiter. Genau, so sehe ich das auch. Bei mir gehört ein bisschen Ordnung am Abend dazu. Bevor ich ins Bett gehe, räume ich die Küche auf oder lege meine Kleidung für den nächsten Tag bereit. So weiß ich, morgen früh habe ich keinen Stress. Ich finde, das macht den Abend leichter. Danach gehe ich meistens gegen 11 Uhr ins Bett. Ich versuche, regelmäßig zu schlafen, weil ich sonst am nächsten Tag sehr müde bin. In Deutschland sagt man oft, Schlaf ist die beste Medizin. Das stimmt für mich absolut. Ja, guter Schlaf ist wirklich das Wichtigste. Ich gehe oft etwas früher ins Bett, vielleicht schon um 10:30, aber ich brauche ein kleines Ritual, um müde zu werden. Manchmal lese ich noch ein paar Seiten in meinem Buch oder schreibe kurz in ein Notizbuch. Was war heute schön? Was möchte ich morgen machen? Das gibt mir ein gutes Gefühl. Und dann schalte ich das Licht aus und versuche schnell einzuschlafen. Natürlich klappt das nicht immer, aber meistens funktioniert es. Ich denke, jeder Mensch hat seine eigene Routine am Abend. Manche schauen lange Fernsehen, andere gehen früh ins Bett, wieder andere treffen Freunde oder machen Sport. Für mich ist es wichtig, dass der Abend ruhig ist, damit ich neue Energie für den nächsten Tag habe. Wenn ich gestresst ins Bett gehe, träume ich schlecht und bin am Morgen nicht ausgeruht. Deshalb sage ich immer, ein guter Abend macht einen guten Morgen.
Das finde ich sehr schön gesagt. Vielleicht können unsere Zuhörer auch überlegen, was macht ihr am Abend? Habt ihr ein Ritual, das euch hilft, den Tag zu beenden? Schreibt uns das gerne. Ich glaube, viele Menschen haben ähnliche Routinen, auch wenn die Details anders sind. Genau. Und damit schließen wir unser heutiges Gespräch. Wir haben jetzt über den Morgen, den Tag und den Abend gesprochen. Jeder Teil hat seine Bedeutung und zusammen machen sie unseren Alltag. Wir hoffen, ihr konntet viele neue Wörter lernen und ein bisschen Deutsch üben. Vielen Dank fürs Zuhören und vergesst nicht, macht euch euren Abend schön, damit der nächste Tag besser beginnt.